Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 und schon steht das Christkind vor der Tür. Aus der Küche von Fein, fein schmeckt's, riecht es nach einer Weihnachtsbäckerei. Und es handelt sich hier um ein ganz altes Rezept. Übergeben von Generation zu Generation erfreut es uns jedes Jahr zu Weihnachten aufs Neue. Und nun zünden wir zusammen die erste Kerze an. Und ihr Licht erhellt unsere Herzen. Wie schaut's aus bei euch? Es ist schon wieder Adventszeit, unglaublich. Und wie sieht's aus mit der Weihnachtsbäckerei? Habt ihr tolle Ideen? Also ich schon und die habe ich auch für euch. Und zwar ein voll leckeres Rezept und es ist schon uralt. Das habe ich von meiner Oma. Also bleibt dran. Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein, fein schmeckt's. Ja, ich habe heute was ganz Tolles und es ist tatsächlich wirklich schon wieder der Advent. Die Adventszeit ist da und was gibt's dann zum Kaffee? Braucht man natürlich was Leckeres, so richtig weihnachtliches Gebäck. Und eins der wichtigsten für mich ist der Christstollen. Und den habe ich heute für euch mitgebracht, mehr oder weniger, beziehungsweise nicht mitgebracht, aber wir backen ihn zusammen und ich möchte euch gerne das Rezept zeigen. Und wenn ihr auch gern wissen möchtet, wie dieser einfache Hefestollen, den man auch gleich verputzen kann und den man gar nicht vorbacken und ewig lagern muss, funktioniert, dann bleibt dran, ich zeige euch gleich, wie es geht. Da bin ich wieder und die Zutaten für unseren leckeren Christstollen habe ich hier schon mal vorbereitet. Und zwar wird das ein riesengroßer Christstollen, denn wir brauchen ein ganzes Kilo Mehl und da brauchen wir auch später einen Bräter zum Backen. Aber das zeige ich euch noch, das wird nämlich ein Riesenteil. Dann 200 Gramm gestiftete Mandeln, 200 Gramm Rosinen, 3 verschiedene Fläschchen Backaromen und zwar 1 Zitronenaroma, 1 Bittermandel und 1 ist Rum. Dann eine Prise Salz, 1,5 Päckchen Orangat, 1,5 Päckchen Zitronat, das sind dann jeweils 150 Gramm ungefähr, weil in einem Päckchen sind 100 Gramm drin. Dann habe ich hier eine Backhefe, eine frische Backhefe und die habe ich hier in so einem kleinen süßen Töpfchen drin. Das ist sogar gummiert, eine kleine Rührschüssel aus der Puppenstube. Und dann brauchen wir noch 4 Eier. Und die kommen natürlich von den glücklichsten Hühnern der Welt und die holen wir uns ja immer vom Bauernhof. Und da wart ihr auch schon mal mit dabei bei dem Rührei, was wir mal gemacht haben. Und da haben wir es euch ja gezeigt, wie es glücklichen Hühnern geht. Und die Eier, die schmecken natürlich hervorragend. Dann habe ich noch 150 Gramm Zucker und etwas Puderzucker zum Bestäuben später. 150 Milliliter Milch. Die müssen wir dann nämlich auch noch warm machen. Genauso wie die Butter, die habe ich hier schon mal zerlassen. Das ist ein ganzes Stück Butter. Es muss nämlich auch warm sein. Denn wir brauchen ja einen Hefeteig und der muss ja aufgehen und Hefeteig braucht ganz viel Wärme. Und darum auch darauf achten, nicht heiß, so ein bisschen handwarm. Auch die Milch. Und dann machen wir jetzt nämlich als allererstes den Vorteig. Das heißt, in diesen in diesen Mehlhaufen machen wir jetzt eine Kuhle. Da geben wir dann die Hefe rein, die bröseln wir dann so rein mit bisschen Zucker und ein bisschen von der warmen Milch. Und dann lassen wir das Ganze gehen. Dann wird es so schön durchgequetscht, so durchgematscht. Und dann lassen wir das 30 Minuten stehen an einem warmen Ort, zugedeckt. Und es darf auch nicht ziehen und es darf auch nicht kalt sein. Also heizt ordentlich in der Küche ein oder stellt, ich mache es zum Beispiel so, wenn es gar nicht geht, dann heizt euch den Ofen mal so auf 30 Grad vor und stellt es dann da rein mit ein bisschen aufgeklappter Luke, dass es nicht verbrennt. Da ist richtig schön kuschelig, weil der Hefeteig, der mag es nämlich sehr warm. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around, just wondering where you have gone to. Are you just around the corner or in Kathmandu?
eigentlich darf man nicht reingucken, aber jetzt ist er schon fertig. Oder man sollte nicht reingucken, dass man halt keinen Windhauch da reinwedelt. Aber unser Vorteig ist jetzt fertig. Schaut mal hier rein. So schaut das dann aus, wenn der Vorteig gegangen ist. Das blubbert dann so richtig schön hoch. Und jetzt können wir dann anfangen, den Teig weiter zu verarbeiten. Das mache ich dann immer am liebsten mit der Küchenmaschine, weil es ist wirklich ganz schön schwer, den Teig zu kneten. Da tun einem dann irgendwann mal die Hände weh, vor allen Dingen auch bei der Menge. Aber ihr könnt es natürlich gern trotzdem probieren. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich das Ding habe. Und jetzt stellen wir die dann hier mal rein, die Schüssel. Dann brauche ich natürlich jetzt auch Strom von meiner Dreifachsteckdose. Wisst ihr, ja, habe ich ja mal selber eingebaut, weil selbst ist die Frau, nicht? Das Video habt ihr bestimmt schon gesehen, aber ich verlinke es euch trotzdem nochmal. Auf jeden Fall stecke ich da jetzt meine Küchenmaschine ein. Und dann geben wir jetzt als nächstes die Eier dazu, ein bisschen Salz und die Butter und den Rest von der Milch. Und das natürlich handwarm, weil auch der nächste Teig, der möchte es gern warm. So, jetzt machen wir hier mal zu und dann gebe ich den Rest von den Zutaten hier mit rein. Salz. Dann die Eier. So. Dann können wir schon mal langsam die Maschine anschalten und auf Stufe 1 rühren. Und dann gebt ihr langsam, nicht alles auf einmal, die Milch mit dazu an der Seite. Und dann auch die Butter. Und von der Butter lasse ich mir immer ein ganz kleines bisschen übrig, weil da brauche ich dann später was, dass ich das auf den Hefestollen später drauf streichen kann, wenn er fertig ist. Den lassen wir jetzt noch ordentlich rühren und dass der Teig halt dann auch so richtig fest ist und auch sich nicht zieht. Wenn er zu feucht sein sollte, gebt noch ein bisschen Mehl dazu. Wenn er zu trocken sein sollte, gebt noch ein bisschen mehr warme Butter oder Milch dazu, je nachdem. Aber von den Mengenangaben müsstet ihr eigentlich super hinkommen, denn normalerweise passt es dann schon, dass er auch nicht mehr an den Händen klebt, denn dann ist er genau richtig. So, und jetzt haben wir so einen richtigen schönen Teigbatzen. Und der muss jetzt natürlich auch noch mal eine ganze Stunde am besten an einem ganz warmen Ort abgedeckt gehen. Und da darf man dann auch nicht reinlinsen. Also achtet, wie gesagt, darauf, dass ihr kein Fenster auf habt zu Hause, dass es nirgendwo zieht, dass auch die Küchentür zu bleibt, dass keiner dauernd reinschaut und dann geht der Teig auch super auf. Ja, und das dauert jetzt eine Stunde und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn hingegangen? Nee, er ist schon noch da. Ist auch ganz schön fluffig. Man sieht hier, ist richtig schön gegangen. Also ruhig eine Stunde gehen lassen den Teig, dass er so richtig schön sich entfalten kann. Und dann können wir auch weitermachen. Und zwar kommen jetzt dann die Mandeln rein, das Orangat, Zitronat, die Rosinen und der Rest vom Zucker und auch das Aroma. So. Ich habe das Rezept übrigens von meiner Oma und das hat meine Mama immer jahrelang gebacken, immer. Und meine Mutter kenne ich in der Weihnachtszeit nur knetend in der Küche. Und das war immer echt Wahnsinn, weil die hat natürlich auch mal diesen Kilo Mehlberg da bearbeitet. Und dann, ja, und dann kam ich irgendwann mal dran, weil dann war Mamas Ofen mal kaputt. Und dann hat sie halt gesagt, sie mag jetzt auch nicht mehr und jetzt soll ich das mal machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich. Habe es dann probiert und seitdem bin ich immer dran. Und ich muss jetzt dann auch jedes Jahr zu Weihnachten so viele Stollen backen. Und weil jeder mag die unwahrscheinlich gern. Und mein Schwiegervater, der schafft sogar in kürzester Zeit so ein ganzes Ding selber aufzuessen. Also da kriegt man nicht unbedingt was ab.
So, und jetzt geht es dann los und jetzt verrühren wir das Ganze hier auch wieder auf Stufe 1. Dann geben wir noch nebenbei so ein bisschen, die hat ganz schön Power. Der Traktormotor, der reißt fast den Tisch um. Und dann kommt hier noch ein bisschen das Aroma mit rein. Ein Fläschchen, was ist das jetzt hier? Ich brauche jetzt auch schon langsam eine Brille. Das ist Bittermandel. Das tropfen wir jetzt damit rein. Und dann habe ich hier noch das Rumaroma. Aber der Stollen, das schmeckt wirklich immer noch genauso wie damals, wo ich klein war. Und da habe ich nämlich letztens auch ein Bild gefunden. Da bin ich so 4 oder irgendwie so. Und da sitze ich an einem Tisch, so schön weihnachtlich, alles gedeckt, der Tisch. Und da steht dann dieser ganz tolle Stollen von der Mama auf dem Tisch. Jetzt haben wir alles soweit an Zutaten dann verarbeitet. Und jetzt, wie gesagt, so richtig schön durchkneten. Und das ist ohne Maschine wirklich sehr anstrengend, wenn man da mit den Händen so ackern muss. Und wenn alles schön vermengt ist, dann lassen wir den nochmal gehen. Also wo der heute hin will. Das war die falsche Richtung. Okay. So. Okay, jetzt wieder raus da. Und jetzt ist alles schön. Schaut mal wieder. So richtig schöner Hefeteig. Sieht man, wie sich das alles jetzt hier vermengt hat. Und dann decken wir unseren Teig wieder zu. Und dann sehen wir uns, es soll ich wieder Stunden warten. 1 Stunde muss der jetzt wieder gehen. Also bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, und unser Teig, der ist jetzt wieder 1 Stunde gegangen. Und zwar habe ich den auch vorher in so eine Hefeteigschüssel umgefüllt, weil da kann er sich nämlich auch besser entfalten. Also ich würde euch auch raten, weil man hat es vorhin auch gesehen, also in diesen Schüsseln, in diesen Metallschüsseln geht es dann doch ein bisschen schlechter auf, weil die sind ja auch mal ein bisschen kühl. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Plastik ist ja dann auch von Haus aus ein bisschen wärmer als das Metall und da gibt sich dann der Hefeteig auch ein bisschen mehr Mühe. Ja, den müssen wir jetzt dann noch in den Bräter geben. Den tue ich vorher ein bisschen mit Butter ausfetten und dann geben wir ihn da rein und dann muss er dann auch noch mal gehen. So, und dann nehmen wir jetzt den Teig einfach aus der Schüssel raus, legen ihn in den Bräter. Und dann drückt ihr das Ganze so ein bisschen platt auf die Form von dem kompletten Bräter eben. So. Und dann klappt ihr einfach hier das obere Stück so zur Hälfte ein bisschen um und zieht das Ganze dann ein bisschen in die Mitte. Und dann haben wir dann so ein bisschen diese Stollenform, diese typische. Und gar nicht mehr viel drücken dann. So ungefähr sieht es dann aus. Und dann decken wir den nochmal ab, den Teig. Und dann lassen wir wieder das Ganze 1 Stunde gehen. Und da bin ich schon wieder und unser Teig ist jetzt endlich fertig. Und den Ofen habe ich schon vorgeheizt und jetzt schaut mal, voila! Er hat sich verdoppelt, das sollte er natürlich auch. Und jetzt kann er dann in den Ofen. Und zwar circa 1 Stunde bei 155 Grad Ober- und Unterhitze. Und achtet drauf, dass er oben nicht zu schwarz wird. Dann dreht lieber noch mal 5 bis 10 Grad runter. Also gut, dann Stollen in den Ofen. Da bin ich schon wieder, die 4. oder was, die 3. oder die 5. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich heute schon da war. Aber auf jeden Fall ist unser Stollen fertig und schaut mal, wie toll der geworden ist. Der ist so richtig schön goldgelb. Und der braucht jetzt oben noch ein bisschen Butter drüber und Puderzucker. Und dann können wir ihn auch schon aufschneiden und servieren. Und ich habe mir ja von der Butter ein bisschen was aufgehoben. Und das streichen wir jetzt dann hier oben noch ein bisschen drauf. Da habe ich immer so einen Silikonpinsel, das funktioniert immer ganz gut. Und es gibt auch immer so einen Test
wenn ihr euch nicht sicher seid, ob jetzt dann der Stollen wirklich durch ist. Ich habe da immer so ein Holzstäbchen. Schaut mal. Und das steche ich dann einfach mal irgendwo rein. Und dann hört man schon, dass das recht trocken sich anhört. Und es ist auch nichts mehr feucht. Man hat keinen frischen Teig mehr dran am Stäbchen. Und dann ist der Kuchen, bei dem ist es genauso. Oder auch eben jetzt hier der Stollen, dann durch. So, jetzt brauche ich noch ein kleines Sieb und kleines Gut. Und ein bisschen Puderzucker. Und dann, ja, kommt jetzt dann noch hier die Krönung praktisch drauf. Ja, und jetzt können wir den Stollen dann auch anschneiden und auf einem Tellerchen servieren. So, und da habe ich auch noch eine schöne Geschichte für euch zu diesen Tellern, weil diese Teller, die sind schon... Ja, ich glaube, die sind älter als ich. Weil, ich zeige euch nochmal das Bild, wo ich diesen Stollen da gegessen habe, wo ich 4 Jahre alt war. Und tatsächlich, man erkennt es dann auch auf dem Foto, das sind diese Teller schon am Tisch. Und davon habe ich schon damals mit 4 mit meinen Eltern den Stollen gegessen. Und darum bedeuten die mir natürlich auch ganz, ganz viel. Und ich bewahre sie mir auch wirklich ganz sicher auf, denn die haben schon so viele Umzüge überstanden und sind heil geblieben. Und ich freue mich dann jedes Jahr, wenn ich dann meinen Stollen auf diesen Tellern der Familie und den Kindern servieren kann, denn die haben schon eine ganz, ganz große Geschichte. Und sowas finde ich immer sehr schön und das ist wirklich toll, dass die noch da sind. Und dann schmeckt mir natürlich der Stollen auch ganz besonders gut. Ja, dazu gibt es dann einen Kaffee oder einen schönen Tee, einen Gewürztee. Und ich finde, man muss im Winter und in der Weihnachtszeit auch mit den Kindern schon backen. Und es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und ihr habt ja gesehen, das ist auch ein ganz einfacher Hefestollen. Den muss man auch nicht Wochen vorher backen oder den aufbewahren. Man kann ihn natürlich liegen lassen, dann zieht er noch ein bisschen durch vom Aroma und so weiter. Aber wir haben den immer frisch gebacken und der hält bei uns auch gar nicht lang. Den brauche ich auch gar nicht irgendwo verstecken. Von daher, wenn ihr Lust habt auf einen Stollen, macht euch den Hefestollen und esst den und dann ist alles gut. Und wenn es zu viel ist, da gibt er die Hälfte halt der Freundin, der Schwiegermutter, wem auch immer. Die freuen sich bestimmt alle. Ja, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch hier gleich unten. Und wenn ihr das Glöckchen noch aktiviert, dann gibt es jeden Sonntag eine kleine Erinnerung. Genau, und dann verpasst ihr kein Rezept mehr. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Lasst euch gut gehen, lasst euch den Stollen schmecken. Eure Joanna aus der Küche von Fein, fein schmeckt's. Ciao, macht's gut.